Hallo zusammen, hier ist der Reto und heute mache ich ein Tutorial über Pyraminx, nämlich über die Methode Last for Edges, das ist die ich brauche. Die ist auch als Polish V bekannt. Im Prinzip ist es eigentlich nur eine Erweiterung von der LBL-Methode, also der Anfängermethode, wo man zuerst eine Seite löst, so wie hier. Und dann gibt es eben 5 oder 6 Fälle, um den oberen Teil noch zu machen. Bei Last for Edges dagegen löst man die Seite eigentlich auch fast komplett, aber man lässt noch eine einzige Edge aus. So wie hier. Und darum ergibt das ein V. Und von hier aus löst man es in einmal. Also gut, beim Pyraminx ist es gut zu wissen, dass es ziemlich ähnlich wie ein 3x3 kann funktionieren. Das heisst, dass man die Last Edge eigentlich aus verschiedenen Richtungen kann lösen kann. Nämlich zum Beispiel eine simple Insertion oder dann das gleiche in die Gegenrichtung. Aber es geht auch mit einem Sledge oder einem Hedge. Es gibt aber 2 Fälle, die man eigentlich vermeiden will, weil die halt einfach ein bisschen länger sind, nämlich da und da. Und mit diesen 5, 6 Tricks kann man eigentlich die ganze Last for Edges immer unter 10 Moves lösen. Ein Punkt, der bei mir ziemlich zur Geltung kommt, ist nämlich der Sledge und der Hedge. Weil, wie ihr hier seht, die Geldseite ist fast gemacht und wenn ich da jetzt rein tue, dann kommt die Kante von hier rüber. Und was speziell daran ist, dass hier schon blau ist und dann wird es auch blau bleiben. Also da verschiebt sich einfach so über. Der rot-blau muss da hin und da kommt so. Und eben, das ist eigentlich auf dem baue ich meine Methoden auf. Und zwar in diesem Beispiel, also jetzt ist grün unten, sehe ich, dass ich da, wo eben schon die Seite so von der gleichen Farbe hat, kann ich das Teil einfach mit einem Sledge lösen, wenn ich ihn nach vorne nehme. Und von hier aus habe ich nur noch die Kante rein zu tun, und zwar so. Aber es gibt dann natürlich auch ein paar Probleme. Wenn man zum Beispiel das Beispiel nimmt, dann hat man auch hier ein Teil, das man mit einem Sledge lösen kann. Nur landet dann die Kante im unteren Teil, was dann wieder viele Züge braucht. Also eben, man kann das Sledge nicht ausführen, wenn dann die Kante, die nach oben muss, auf der gleichen Seite ist wie die Fläche, die von der gleichen Farbe ist. Also in diesem speziellen Fall mache ich jetzt, sehe ich, dass ich da mit die Kante hier mit einem Move zusammen kann tun, dann übernehmen und dann erst hier ein Hedge. Also es gibt dann noch ein paar speziellere Fälle, nämlich 2 Stück, wo die Kante, die unten muss sein, schon unten ist. Und in diesem Fall kann ich auch das Gleiche anwenden, nämlich die Fläche hier nehmen, weil ich weiss, dass die Kante dann gelöst wird. Und hier, das gelbe Teil ist schon unten, also wird es nicht unten bleiben. Und wenn ich das ausgeführt habe, muss ich nur noch die 3 lösen, die ziemlich einfach sind. Ein sonstiger Fall ist natürlich auch, wenn es oben keine so Fläche gibt. Das sind eigentlich auch noch mühsame Fälle, weil die finde ich ein bisschen schwerer zum erkennen. Also wenn das passiert, löse ich die Kante, die unten ist. In diesem Fall muss man oben übernehmen und dann die zusammen tun. Und dann auf die Seite und wieder zurück. Und dann hat man auch noch wieder die letzten 3 Teile. Also ein ganz spezieller Fall ist der Vorflip, weil dort ist die Kante, die unten muss sein, schon unten, aber falsch orientiert. Und man hat auch keine Flächen, weil die restlichen Teile auch schon richtig permutiert sind und falsch gedreht sind. In diesem Fall fange ich mit einem Hedge an
was uns zum Fall führt, wo leider auch keine so Fläche hat. Aber bei dem weiss ich, dass der falsch orientiert ist, aber richtig permutiert ist. Und dann nehme ich danach mache U-Prime und dann wieder ein Hedge, U-Prime, wieder ein Hedge, U-Prime. So, eigentlich nicht so schwer. Der Triple, es ist fast ein Triple Hedge, also Hedge, U-Prime, Hedge, U-Prime, Hedge, U-Prime. Eine Sache noch, nämlich Tipps. Das sind die kleinen Teile hier oben, die sind ziemlich mühsam. Und zum die lösen, merke ich mir eigentlich die Farbe, die unten ist. Also die ich unten wird lösen. In diesem Fall wird es gel sein. Also weiss ich, der Gel muss zum Gel überkommen. Nur ein Tipp hat dann kein Gel und dort merke ich mir einfach, ob ich sie nach links drehen muss oder nach rechts. Also in diesem Fall merke ich mir Gel und links. Und dann löse ich mal das V. Und also Tipps mache ich nie zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es kann sein, dass ich sie alle am Anfang mache oder alle durch den Solf oder ein paar Mal auch noch 2 oder sogar 3 ganz am Schluss übrig habe. Und dann löse ich jetzt Last 4 Edges. So, zum Schluss mache ich noch ein paar Example Solves, damit es vielleicht noch ein bisschen klarer wird. Also ich gehe jetzt nicht weit aufs Lösen vom V rein, sondern nur Last 4 Edges und Tipps lohne ich auch ein bisschen aus, weil ich habe ja schon ungefähr erklärt, wie ich sie mache. Also, in diesem Fall fangen wir gerade an. Was ich in diesem Last 4 Edges Case gesehen ist, dass ich hier eine Fläche habe, die nehme ich natürlich auch gerade nach vorne, aber die Kante, die nach oben muss, die ist gerade nebendran, also kann ich keine Sledge ausführen, weil sonst landet die nach unten. Darum löse ich jetzt die Teile, die unten ist, nämlich es ist grün und blau und grün und blau ist hier und ich weiss, dass es eigentlich das Teil, das hier vorne ist, hinten landet, also muss hier nicht gleichfarbig sein. Dann weiss ich, dass man es lösen kann. Und dann löst man noch die letzten 3. Also der nächste Fall. Hier mache ich jetzt das V auf blau. Ja, und jetzt kommt natürlich ein super Fall, weil das sehr unangenehm ist. Und zwar, es hat keine so Fläche. Und meistens, wenn es keine Fläche hat, dann schaue ich zuerst, also natürlich sicher, wo das Blaue ist, wo nach oben muss. Und dann das Teil, das auf der gleichen Fläche noch ist wie der blaue Sticker. Und in diesem Fall sehe ich, dass die Edge nicht permutiert ist, sondern falsch orientiert. Nämlich das Gelbe muss hier und das Gelbe muss hier. Was ich dann in diesem speziellen Fall mache, ist, ich nehme über und dann löse ich einen Hedge von hier aus, weil dann löst es mir die Edge, die hier unten ist, die hier rüberkommt und dann kann ich nochmal ein Sledge machen. Hedge, wie auch immer. Also nochmal einen. Da würde ich jetzt Ende zu grün tendieren. Und das ist jetzt auch ein recht spezieller Fall, weil es hat nur 2 Teile, die nicht gelöst sind. Also es ist ein Two-Flip, aber nicht ein Two-Flip, wo beide oben sind, sondern da unten und eine hinten. Was ich dann mache, ich nehme die falsch orientierte Edge nach rechts, und dann mache ich einen Hedge und dann löse ich den lösen, indem ich den auf die Seite tue und dann kommt es wieder zusammen. Also ich mache jetzt nochmal 3 Example Solves. In diesem Fall würde ich jetzt hier auf Gel lösen, nämlich zuerst die 2 Edges zupaaren, dann vorne weg und dann ist V gelöst. Und jetzt haben wir einen ziemlich Standard Case, nämlich man hat eine Fläche und gegenüber von der Fläche ist nämlich kein Teil, wo von der gelben Farbe ist, weil die natürlich hinten ist. Das heisst, ich kann ganz simpel einen Sledge ausführen und dann komme ich zu einem Last 3 Edges Case, der ziemlich simpel ist. Bei dem würde ich jetzt auch grün machen.
Das ist jetzt Zufall, dass jetzt gerade die ganze Seite gelöst ist und da haben wir jetzt den Simple To-Flip für oben. Und da jetzt beim letzten. Da mache ich auch wieder grün. Und auch das Mal hatte ich Glück gehabt, weil ein Edge ist schon gelöst und die Kante, die runter muss, ist auch nicht unten und falsch geflippt. Darum kann man da ganz einfach lösen. Ich hoffe, es ist genügend klar gewesen und es hat euch auch gefallen. Und der grösste Tipp, den ich euch geben kann, ist einfach ausprobieren. Also, ja, am besten fast so ein bisschen random Moves machen. Und dann sieht man, dass meistens sogar 4, 5 verschiedene Methoden hat, um einen Fall zu lösen. Also da habe ich jetzt gerade von diesem Winkel gemacht. Aber man kann es natürlich auch von hier machen. So, tschüss!